Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 Video. Heute soll es mal ganz konkret um die Einstellungen bzw. Settings für Battlefield 5 gehen. Das geht über Soldaten, über Fahrzeuge, über Flugzeuge, Grafikeinstellungen, Audi-Einstellungen, also ein kompletter Guide bzw. Tutorial und meine Einstellungen dazu. Deswegen ist das Video auch relativ lang geworden mit fast 27 Minuten. Ihr könnt euch das natürlich gerne komplett geben und einfach mal eure Einstellungen dagegen halten, oder wenn euch nur einzelne Themen interessieren, dann habe ich das Ganze auch in der Videobeschreibung bzw. im ersten Kommentar entsprechend verlinkt. Dann könnt ihr da ganz easy hinskippen. Also wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und packt mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare und bis gleich. Starten werden wir also mit der Standardsteuerung. Erstes Feld, was es zum Einstellen gibt, ist die vertikale Sicht zu spiegeln. Macht natürlich keinen Sinn, außer ihr wollt mal ein Fun-Video machen und oben und unten vertauschen. Würde ich euch nicht empfehlen, das bleibt also auf Aus. Dann haben wir die Soldaten- und Zielempfindlichkeit und die Soldaten-Zielempfindlichkeit. Dazu muss ich jetzt Folgendes sagen, das ist bei mir relativ hoch eingestellt, das ist absolut kein Muss. Da arbeitet ihr bitte mit dem, was euch am meisten taugt. Also ich kenne einige, die spielen 75, 75 oder 70, 70. Gibt auch welche, die spielen ein 90, 60, weil sie ja einfach mit der normalen Empfindlichkeit schnell auf den Gegner switchen wollen und dann aber in der Zielempfindlichkeit das nicht so hektisch haben möchten, also da einfach unterschiedliche Varianten einstellen. Ich habe es ganz gern, kommen wir später auch noch mit einheitlichem Soldatenzielen dazu, dass sich auch vom Muscle Memory alles gleich anfühlt. Also ich möchte genauso schnell sein aus der Hüftfeuerbewegung wie auch im Ziel, und ich möchte auch, dass sich jede Waffe gleich anfühlt. Das kommt aber ein bisschen später, ist aber Präferenz, oder das liegt ganz an euch, wie ihr euch das einstellen wollt. Das würde ich jetzt nicht als Benchmark nehmen. Wenn ihr an euren Empfindlichkeiten arbeiten möchtet und das Gefühl habt, ihr seid irgendwie zu langsam oder was, dann macht es bitte ganz Schritt für Schritt und in kleinen Steps, also maximal 5% nach oben oder nach unten gehen, dann erstmal wieder Muscle Memory dran gewöhnen. Und so kann man sich hochgambeln, wenn man das möchte. Ja. Soldaten-Sprint ist bei mir auf Umschalten, weil Halten wird dann ein bisschen anstrengend für den guten Daumen. Antippen habe ich ausgestellt, weil das würde mir dann doch eher auf den Keks gehen. Doppelt antippen für Sprint-Grätsche ist bei mir ein, weil ich das auf R3 gelegt habe. Fühlt sich für mich einfach am besten mit an. Soldaten-Waffen-Zoom ist auf Halten. Stabiles Zielfernrohr ist auch auf Halten. Das ist insbesondere wichtig bei den Snipe-Gewehren, weil man ja den Atem anhalten möchte. Da zeige ich euch dann auch dazu was in der erweiterten Controller-Einstellung, was ihr dann dazu benutzen solltet. Dann spart ihr euch nämlich das separate Anjustieren bzw. das Luftanhalten. Wiederbelebung, Anfeuern und Überspringen, ja, habe ich auch auf Halten, und das Soldatenlehnen habe ich auf Umschalten gelegt. Weil wir einen kompletten Guide machen wollen, sind die Fahrzeuge auch dabei. Auch das mit der Empfindlichkeit, bitte, das müsst ihr für euch wissen. Ich habe mir das irgendwann mal antrainiert, 60% zu nehmen, weil mir gerade beim Fliegen dann eine höhere Empfindlichkeit dann doch zu wackelig ist. Also da könnte ich jetzt keine 100% spielen, aber alles andere ist mir dann auch zu slow. Fühle ich mich dann auch wiederum zu unbeweglich. Meine Empfehlung an der Stelle 60%, aber bitte nutzt das, womit ihr euch da am wohlsten fühlt. Fahrzeug-Waffenzoom, analog Soldat auf Halten und das vertikale Spiegeln im Flugzeug diesmal ein, weil da wollen wir eben genau das haben, einem Flugzeugstick quasi nachempfunden, wenn wir nach unten ziehen, dass das Flugzeug nach oben geht und umgekehrt. Wenn wir jetzt also zur Steuerungskonfiguration, sprich zur Tastenbelegung kommen, da gebe ich euch jetzt einen kleinen Einblick in meine Tastenbelegung.
klar, irgendwo ein bisschen was ist natürlich das persönliche Empfinden und ja, es steht auch ein bisschen in Abhängigkeit dazu, was für einen Controller ihr nutzt. Also nutzt ihr einen ganz normalen Standard-Controller, nutzt ihr einen SCUF-Controller mit Smart Triggers, nutzt ihr Pedals und so weiter. Also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, was da einem am meisten taugt. Was in jedem Fall wichtig ist, das würde ich euch auch noch mal kurz zeigen, wenn ihr keine Smart Triggers auf R2 und L2 habt, dann würde ich euch empfehlen, die auf L1 und R1 zu legen. Warum? Weil sich diese oberen Knöpfe an euren Controllern nochmal auch bei der erhöhten Todzone viel besser tabben lassen, als es diese, ja, auf Fahrzeugdesign, diese smoothen R2 und L2 Tasten tun würden. Würde ich mal ausprobieren, ist mit Sicherheit eine kleine Umgewöhnungsphase. Bei mir trifft es nicht zu, weil ich habe eben Smart Triggers auf R2 und L2. Da halte ich auch gar nicht hinterm Berg. Nachladen auf Viereck bzw. auf den entsprechenden Pedals dann bei mir. Waffe untersuchen habe ich jetzt gerade auf der Map-Belegung, weil ganz einfach ich schon wieder an einem kleinen Waffenvideo für euch am Arbeiten bin und das gerne benutze, um die Waffe hochzuhalten. Danach stelle ich das dann immer noch mal um. Gleiches für Firestorm, also da würde ich einfach schauen, dass man die gleichen Tastenbelegungen wählt. Bajonetteingriff, jetzt schauen wir einmal noch mal kurz durch, was da für euch wichtig ist. Genau, das war, wenn ihr euch eingangs erinnert, in den allgemeinen Einstellungen das stabile Zielfernrohr. Das müsste, glaube ich, standardmäßig auf L3, glaube ich, sein. Wenn ihr das jetzt aber auf das eigentliche Zielen legt, dann habt ihr zwei Schritte in einem. Ihr zielt und haltet gleichzeitig die Luft an und müsst euch keine Gedanken machen, da nochmal einen, ja, separaten Knopf oder irgendwas drücken zu müssen. Also das ist auf jeden Fall was ich euch empfehlen könnte. Sprintgrätsche ist bei mir auf R3, doppelt durchgeklickt und dann wird rumgerutscht. Selbes auf Firestorm und das war es jetzt auch zur eigenen Tastenbelegung und meinen Empfehlungen dazu. So, dann kommen wir jetzt zu den erweiterten Einstellungen beim Soldaten zielen. Links-rechts Zielbeschleunigung habe ich auf 0 seit Anfang an, weil ich mich da an Battlefield 4 auch angelehnt habe und ich da ja mit der Einstellung ganz einfach besser zurechtkomme. Plus, ich habe das einheitliche Zielen beim Soldaten aktiviert. Das ist wichtig, damit sich ja die Bewegungen der Waffe, das Aim von Waffe zu Waffe und auch ob mit oder ohne Zoom immer gleich anfühlen. Ich zeige euch das einmal, wenn das eingestellt ist. Also ich bewege einmal den Stick nach links und jetzt gehe ich in den Zoom und ihr seht die Bewegung, jetzt habt ihr bestimmt einen Kreisel im Kopf, so wie ich, ist aber von der Geschwindigkeit die gleiche. Wenn wir das Ganze jetzt eben einheitliches Zielen ausschalten würden, dann drehen wir uns jetzt mit einer gewissen Geschwindigkeit, würden jetzt in den Zoom reingehen und ihr merkt, wie es sich verzögert. Ja? Gleiche Geschwindigkeit, Zoom verzögert ist. Und das ist genau das, was wir eben nicht wollen, sondern wir möchten, dass sich alles ja, so gut wie möglich eben gleich anfühlt. Deswegen hier einheitliches Zielen ein. Das Ganze gilt auch für die Fahrzeuge. Da gibt es einmal den Punkt zielbezogene Fahrzeugsteuerung. Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn das Ganze aus ist, richtet sich das Fahrverhalten des Fahrzeuges nicht in die Richtung, in die ihr fahrt. Konkret bedeutet das, ich drücke jetzt den Stick nach vorne, hinter mir würde ein Ziel kommen, ich bewege mich immer noch nach vorne, fahre immer noch, kann aimen, kann schießen. Der Unterschied, wenn das Ganze eingeschalten ist, ich möchte mich jetzt drehen und auf einmal fährt mein Panzer zurück. Seht ihr das? Ich fahre nach vorne und jetzt fährt er zurück. Das heißt, ich müsste hier immer den perfekten Moment abpassen, um ja, zu switchen und das bekommt man eben leider Gottes auch nicht immer hin. Von daher spart euch das und geht auf einheitliches, auf zielbezogene Fahrzeugsteuerung aus.
Einstellungen Zielfunktion von Lenkung trennen. Das macht ihr auf 1, sowohl als Passagier als auch als Fahrer, damit ihr den Turm, den Geschützturm bzw. das MG auch eigenständig steuern könnt, ohne dass sich da alles mitbewegt. Freies Schauen für Pilot entkoppeln, das kennt ihr mit Sicherheit aus einigen YouTube-Videos, wenn sich die Piloten so umschauen. Das könnt ihr auf Ein- oder Ausmachen. Bei Ein habt ihr halt den Vorteil, dass ihr einen separaten Knopf dafür belegen könnt. So, dann kommen wir zur Soldatenzielempfindlichkeit. Da werde ich jetzt mit Sicherheit nicht auf ganz so viel Gegenliebe stoßen, weil ja, viele sich das noch mal ein bisschen besser feinjustieren. Ja, also irgendwie 105, 110, 120 je nach Entfernung. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, das alles auf demselben Prozenten zu lassen. Ich bin jetzt aber auch nicht der beste Sniper, um da ganz ehrlich zu sein. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Also eine Variante ist einfach, dass ihr hier bei 1, dass ihr einfach so prozentual ein bisschen nach oben geht. Ja, einfach zum Beispiel 105, 115, 125 etc. etc. Das müsst ihr für euch einfach mal ein bisschen abtesten, ob ihr damit dann besser zurechtkommt. Für mich kommt es nicht in Frage. So, dann kommen wir zur weiteren Fahrzeugempfindlichkeit. Da haben wir einmal die Flugzeugsteuerungsempfindlichkeit. Da habe ich auf Maximum auf 150%. Warum? Ist einfach ein Thema der Wendigkeit. Würde ich euch für maximale Beweglichkeit die 150% empfehlen. Panzerempfindlichkeit und alles andere habe ich auf 100%. Das müsste sogar standardmäßig so gewesen sein. Beim vertikalen Zielverhältnis gehe ich ganz einfach auf 48%. Das entspricht ungefähr der Hälfte des horizontalen Verhältnisses bzw. der Sensitivität. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil man dann auch beim Gegenziehen nochmal etwas mehr Spiel hat und nicht so leicht verhackelt, wird man jetzt bei uns sagen. Also nicht so leicht verrutscht, gerade bei der Rückstoßkontrolle. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Einstellung und zwar zur Controller-Justierung. Ganz wichtig, auch wenn euch das vielleicht Entspannung in den Händen geben sollte, die Controller-Vibration, Vibration, die schaltet ihr auf jeden Fall aus. Die lenkt euch nur vom Spiel und vom Aim ab. Das muss unbedingt aus sein. Alle Todzone habe ich auf 10, 15 und 100 eingestellt. Das gilt sowohl für den linken als auch den rechten Stick, mit der Ausnahme der maximalen Inputgrenze beim rechten Stick. Warum? Ganz einfach, weil das unser Aim-Stick ist. Das ist einfach ein Wert, da habe ich auch mal mit 100 begonnen und mich dann etwas nach unten getastet. Das ist auch wieder was, müsst ihr für euch einfach ein bisschen ausprobieren und abchecken. Dann kommen wir zur Todzone für L2 und R2-Tasten. Ganz wichtig eben für das schnelle Anvisieren und insbesondere das schnelle Schießen. Wenn ihr wie gesagt keine Smart Trigger auf L2 und R2 habt, dann versucht euch das auf R1 und L1 zu legen. Ansonsten auf jeden Fall 100%, 100% sage ich 0%. Das bedeutet ganz einfach, dass sobald ihr das nur anschaut, die Taste auch schon reagiert und das ist ja genau das, was wir wollen. Bei der maximalen Inputgrenze können wir leider nicht unter 5% gehen, müssen wir also so nehmen, wie es aktuell ist. Weiter geht's also mit den Gameplay-Einstellungen. Und zwar Standard hat Anzeigen, Bewegung ein- und aus und Inhalte von Spielern. Das macht ihr alles auf Ein- und Anzeigen, damit ihr da gut informiert seid. Einzige Ausnahme wäre, wenn ihr vollen Realismus spielen wollt, ohne Anzeigen oder wenn ihr euch eure Waffe mal ohne das ganze Gedöns außenrum Schrift und Text anzeigen lassen wollt für ein Bild oder Thumbnail, dann kann man das natürlich auch gerne machen. Ich zeige euch kurz ein Beispiel. Also so ist der Bildschirm natürlich mit Informationen voll. Wenn wir das Ganze jetzt einmal ausschalten, dann seht ihr schon alles schön leer im Realismus-Modus und wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Ist es nicht schön? Wunderbar.
Gut, weiter geht es dann wirklich mit persönlichen Präferenzen, wie euch das halt am meisten taugt, hier Chatlog und so weiter. Das macht ihr bitte so, wie ihr das wollt, was ihr sehen wollt, in welcher Detaillierung. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, das ist die Fahrzeugsitzinfo auf jeden Fall auf Anzeigen, damit ihr seht, wer bei euch im Fahrzeug ist und was es so an Canons und weiteren Dingen noch zu berücksichtigen gibt. Das Overlay der Schattenstärke habe ich auf 40%. Ausstattungsspiegelung ist vielleicht noch ganz interessant. Das bedeutet, wenn ihr jetzt beim deutschen Assault was ändert, dann überträgt er das automatisch auf alle anderen Fraktionen. Das könnt ihr mal in jedem Fall auch aktivieren. Was jetzt aber wirklich wichtig ist, das sind die Fadenkreuz-Einstellungen. Und zwar Sichtbarkeit macht ihr auf jeden Fall auf 100%. Und für die Farbe wählt ihr euch jetzt was Knackiges. Also entweder, ich habe jetzt ein Rot eingestellt, was sich ganz gut eignet, sind einfach Farben, die die grell sind, nicht hell, dürfen nicht zu hell sein. Und die es so im Battlefield halt einfach nicht gibt. Also ein schönes, kräftiges Gelb wäre noch interessant, giftiges Grün, Violett ist auch immer, also Purple ist auch immer sehr, sehr gut. Ja, ich habe mich jetzt mal für ein Rot entschieden. Das gleiche benutzt ihr dann auch für die anderen Dinge, für das Reflexvisier. Dazu ist es noch entscheidend, das Leuchten einzustellen. Ich habe es jetzt auf 150%. Man darf da einfach nicht vergessen, das leuchtet einfach ein bisschen mehr. Also man kommt leider diesen Zielkreis nicht in einer deckungskräftigen Farbe mit hin, außer man macht das Leuchten komplett aus. Dann ist man aber relativ fein und ja, unübersichtlich dann unterwegs. Würde ich euch nicht empfehlen, also irgendwas zwischen 100 und 150%. Ganz wichtig ist jetzt wieder die Trefferanzeige der Sichtbarkeit, das auf jeden Fall auf 100% einstellen. Dann könnt ihr euch hier noch verschiedene Farben auswählen, einmal die Trefferfarbe und einmal die Kopftrefferfarbe und die Killfarbe ganz allgemein. Die schadensabhängige Form würde ich auch einschalten und letzten Endes noch die Panzertrefferanzeige kann man jetzt auch auf eine beliebige Farbe wählen. Das ist aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also wichtig ist einfach, dass ihr die Hitmarker seht und spürt, welche Farbe die dann haben. Ist jetzt weniger relevant. Also das müsst ihr auf jeden Fall einstellen. Danach ist alles gut. Bei der Minikarte habe ich jetzt folgende Einstellungen gewählt. Die Karte soll sich mitdrehen. Beim Flug-Zoom-Radius haben wir natürlich ein bisschen mehr, weil wir mehr sehen wollen. Fahrzeug und zu Fuß auf 150 und die Minikartengröße habe ich jetzt auf 120 gestellt. Ist aber auch, ja, steht ein bisschen in Abhängigkeit, wie ihr das gerne möchtet. Da gibt es jetzt nicht wirklich ein richtig oder falsch. Einfach ein bisschen ausprobieren, wie euch das passt. Dann kommen wir letzten Endes noch zur Standard-Symbol-Deckkraft. Das ist einfach wichtig. Wir möchten die Feindsoldaten auf jeden Fall ganz deutlich sehen, mit am deutlichsten und unsere Verbündeten ein bisschen weniger, dass das Rot wirklich kräftig aufleuchtet. Und Zielsymbol-Deckkraft habe ich jetzt runtergeschraubt auf 30%, weil ja, wo die Flagge ist, das ist zwar ganz nett, aber das ist jetzt keine erforderliche Information für einen Gunfight. Da ist eben wichtig, dass man eine gute Unterscheidung zwischen einem Verbündeten und einem feindlichen Soldaten erzielt. Weiter geht es jetzt mit den erweiterten Einstellungen. Ganz wichtig ist hierbei, schaltet das Kamerawackeln. Kann man leider nicht komplett ausschalten, aber dreht es so weit möglich wie eben geht. Das ist in dem Fall 50%. Autolehnen, Autospähen, Auto. Ich will nichts Automatisches, sondern ich möchte selber entscheiden, wenn ich etwas tue, ob das Lehnen, Fallschirm öffnen etc. ist. Das habe ich auf ausgestellt. Situationsabhängige Befehle sind auf ein. Flugzeugverfolger, Kamerarolle ist auf aus. Das müsst ihr auch, ja, wenn ihr fliegen wollt, ja, mit einstellen, sonst fliegt sich das Ding wie ein Kühlschrank, habe ich glaube ich mal in einem Video gesagt. Also es ist einfach für die Übersichtlichkeit dann wesentlich besser. Die Charakterbeleuchtung, da müsstet ihr mir vielleicht sogar helfen. Da bin ich jetzt gar nicht 100% sicher, was damit gemeint ist. Vermutlich ist es einfach, dass die Charaktere sich nochmal ein Stück von der Umgebung abheben, dass das Campen doch nicht ganz so einfach ist.
So, dann kommen wir jetzt wohl zum kritischsten Thema, und zwar ist das die Rubrik AIM-Unterstützung. Einmal die Zielhilfe Zoom-Erfassung. Das Ganze für Soldaten und Fahrzeug. Ich finde gerade bei der Soldaten-Zielhilfe die Verlangsamung, das merkt man wirklich nicht wirklich in einem Gunfight. Wir schalten es trotzdem auf 100%. Die Zoom-Erfassung, das Aim eben ein bisschen mithilft oder hilft unterstützend auf den Gegner zu korrigieren. Das merkt man in jedem Fall, das ist auch gut. Beziehungsweise ist auch eine Gewöhnungssache, weil insbesondere das oftmals auf den Körper switcht, das Auto-Aim, und eben nicht auf den Kopf. Also wenn ihr jetzt am Snipen seid oder viel auf Headshot geht, passiert es durchaus, dass er einfach auf den Körper Mittelpunkt dann snappt anstelle des Kopfes, wenn ihr da nicht ganz dran seid. Und dann müsst ihr eben nochmal nachkorrigieren und da ein bisschen nach oben flicken. Ist aber immer noch, meiner Einschätzung nach, immer noch besser, als wenn man es ausschaltet, weil, wie gesagt, gerade auf weitere Distanzen, wir sind keine punktgenauen, wir können die Ziele nicht so treffen, wie das andere können. Also schämt euch da nicht, haut es rein. Hat auch nichts mit Cheaten zu tun, gibt es in anderen Spielen auch und knallt in anderen Spielen auch weitaus heftiger rein, als das bei uns, oder als bei uns sage ich schon, als das bei Battlefield 5 der Fall ist. Nachladehinweis habe ich auf Anzeigen und Tippsystem auf Verbergen. Damit kommen wir also zur Audioeinstellung. Ganz wichtig, stellt die Gesamtlautstärke auf 100%, die Musiklautstärke auf 10%. Es geht darum, die Spieler bzw. die Gegner zu hören, auch wenn die Battlefield 5 Musik natürlich absolut episch ist, hilft uns im Gunfight aber jetzt auch nicht wirklich weiter. Deswegen solltet ihr auch bei der Soundvoreinstellung die 3D-Kopfhörer aktivieren, damit ihr ja auch die Position der Schritte im Ohr hört. Also kommt er von hinten, kommt er von der Seite, etc. etc. Jetzt habe ich noch einen Hinweis für euch, und zwar geht es um die Sprachausgabe. Ihr wisst ja, die Soldaten im Battlefield sind die ganze Zeit am Labern. Munition hier, Feind dort, ich muss dahin, ich will dorthin, ich brauche ein Medipack, etc. etc. Wenn ihr das jetzt auf Englisch eingestellt habt, und eben nicht auf Deutsch, das ist ganz wichtig, dann reden nämlich die Engländer auch noch Englisch und die Deutschen Deutsch. Damit ihr lauft jetzt an einem Gebäude vorbei, da kämmt sich einer im Eck weg und redet mit seinem Verbündeten oder mit sich selber, je nachdem. Ihr seid jetzt die englische Fraktion und aus dem Haus kommen deutsche Stimmen, dann wisst ihr, okay, da ist wohl jemand schön drin und könnt den einigermaßen lokalisieren. Macht es deswegen unbedingt auf Englisch. Den Ingame-Kommentator aktiviert oder deaktiviert den Ingame-Kommentator. Ich habe nach wie vor auf einen, weil stört mich nicht. Liegt aber an euch, könnt ihr auch deaktivieren. VoIP würde ich in dem Zusammenhang auf jeden Fall deaktivieren. Steht da rechts, wähle die, damit du deinem Trupp zuhören und mit ihm sprechen kannst. Das heißt allerdings, wenn du das aus hast, ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass der Soldat gar nicht spricht, weil er redet ja natürlich trotzdem, aber vielleicht etwas weniger. Bin mir aber auch nicht sicher, ob der Gegner dann trotzdem was hört, wenn du jetzt Munition anfordern würdest oder sonst was. Das müsste man in der Tat mal ausprobieren. Falls ihr da Erfahrungen habt oder das schon durchgetestet habt, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare packen. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, nämlich der Grafik. Die Helligkeit habe ich jetzt auf 60% eingestellt, wobei ich sagen muss, je nach Tageslicht oder Map kann das auch mal bei mir variieren. 60 ist eine ganz gute Standardeinstellung, muss man aber je nach Umgebung und Map, wie gesagt, etwas feinjustieren. Das Sichtfeld habe ich auf 84%, ganz einfach, weil das dann genau 100% des horizontalen Sichtfelds entspricht, also oben und unten ist gleich. Würde man das verschieben, verschiebt sich dann eben auch das Verhältnis. Das ist genau das, was ich eben nicht möchte. Das Fahrzeug 3P Sichtfeld solltet ihr auf das Maximum schieben. Das bezieht sich insbesondere auch für das Fliegen.
Wenn ihr da nämlich Bomben dabei habt, dann habt ihr diese Zielhilfe unten, diese Ringe, die übereinander lappen sollten, damit ihr auch was trefft. Und die sind, wenn das Sichtfeld nicht weit genug eingestellt ist, teilweise nicht komplett sichtbar, je nach Anflugkurve. Also das solltet ihr in jedem Fall einstellen. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr interessanten Punkt, und zwar dem ADS-Sichtfeld. Da kann man die Option ein- oder ausschalten. Da gibt es jetzt für mich nur eine Variante, und zwar lasst das Ganze eingeschalten. Gerade wenn ihr mit vollautomatischen Waffen und nicht mit einer Sniper spielt. Ich zeige euch kurz den Unterschied, wenn das Ganze eingeschalten ist. Und ihr seid jetzt hier im Zielverhältnis und zoomt rein. Da merkt ihr, dass sich nahezu bis nichts von eurem Sichtfeld verändern würde. Stellen wir das Ganze jetzt aus. Jetzt seht ihr den Unterschied. Wenn man reinzoomt, dann verändert sich auch das Zielverhältnis, beziehungsweise man zoomt nochmal ein Stück mehr in die Waffe rein. Das behindert uns aber eher im ganzen Aim-Prozess, sage ich mal, weil das wieder das Verhältnis, was wir ansonsten gewohnt sind, durcheinander bringt. Also das würde ich euch in jedem Fall empfehlen, einzuschalten. ADS einschalten ist die Option. Außer ihr wollt Long Range snipen, dann könnt ihr da natürlich nochmal einen Vorteil rausholen. Da aktiviere ich das Ganze selber auch ab und zu. Ist jetzt kein Muss, aber wie gesagt, ist die einzige Option, wo es Sinn machen würde. Gut, dann kommen wir zur Farbeinstellung. Da habe ich den Standardwert ausgewählt. Auch nochmal, ich hatte davor eigene Farben eingestellt, habe ich aber von einem YouTube-Kollegen, einen guten Bot MK2, kennt ihr ja alle, auch verlinkt, by the way, findet ihr in meinen Kanalempfehlungen, den Tipp bekommen, das auf den Standard zurückzustellen, weil da die Farben einfach nochmal ein Stück weit knalliger leuchten. Habe ich auch gemacht, funktioniert auch ganz gut. Den Rest der übrigen Einstellungen packt ihr alle auf Aus, Leute. Und damit sind wir auch am Ende. Ich denke, es ist jetzt doch wesentlich ausführlicher geworden als gedacht, das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe auch, es hilft euch. Wenn ihr weitere Anregungen dazu habt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Lasst mir auch gerne wissen, wie ihr mit den Änderungen zurechtkommt, beziehungsweise ob euch das Ganze geholfen und unterstützt hat. Würde mich sehr, sehr freuen. Wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo und ein fettes, dickes Like da. Wir sehen uns zum nächsten Video beziehungsweise zum nächsten Livestream. Haut rein, euer A-Team.